Hand aufs Herz, wenn ihr nicht gerade ein Elefant seid, dann denkt ihr doch bei Wuppertal bestimmt an die Schwebebahn. Ein innovatives Transportmittel, das viel zu wenig Nachahmung in der Welt findet. Und Wuppertal ist wieder Trendsetter, denn auch hier haben wir diesmal in Klemmbaustein gewordener Form einen sehr innovativen Ansatz, was den öffentlichen Nahverkehr angeht. Willkommen in den Hoppenklötzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und Freunde, öfter mal was Neues auf meinem Kanal. Heute sprechen wir über Stoneheap. Jetzt denkt ihr bestimmt, Stoneheap, das sind doch die Jungs mit den Lokomotiven. Ja, aber deswegen sage ich ja auch mal öfter was Neues. Denn heute reden wir über den öffentlichen Nahverkehr. Ich habe 3 Sets von Stoneheap zur Verfügung gestellt bekommen mit dem Thema Bus. Nämlich einmal einen Wasserstoffbus aus Wuppertal mit Lizenz der öffentlichen Straßenverkehrsbetriebe aus Wuppertal, den WSW, und 2 Bushaltestellen. Einmal eine moderne und einmal eine etwas ältere. Die berühmte Busse, die wir vielleicht alle vom Dorf kennen. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, heute diese Sets mit euch klemmen zu dürfen. Aber wie immer, bevor der Bus kommt, schauen wir uns die Sets erstmal genauer an, und zwar hier auf meinem Bautisch, liebe Freunde. Da liegen sie auf dem Bautisch, die 3 Sets von Stoneheap, die alle unter den Oberbegriff öffentlicher Personennahverkehr ohne Gleise daherkommen könnten. Nämlich einmal die moderne Haltestelle, die historische Haltestelle und dann der Wasserstoffbus. Die moderne Haltestelle, die hier gelabelt ist mit dem Ortsteil Barmen, hat 202 Steinchen und eine Altersempfehlung von 8 plus, während die Busse, die historische Bushaltestelle mit 124 Steinchen daherkommt und einer Altersempfehlung ab 6 Jahren und hier einen Druck hat der Dorfstraße, sowie dann den modernen Wasserstoffbus der Wuppertaler Stadtwerke, hier im schönen hellblau gehalten, deswegen auch gelabelt WSW Mobil. Hier haben wir Drucke in den Kartons, hier wohl auf Kleber. Ab 9 Jahren ist der Bus in der Altersempfehlung kategorisiert und besteht aus 453 Steinchen. Auf der Rückseite haben wir ein bisschen einen Werbetext, finde ich aber ganz in Ordnung. Gerade wenn man in einer Kooperation arbeitet, dann bietet man natürlich auch hier den Lizenzgeber den Platz und die Möglichkeit, auf seine Produkte hinzuweisen. Ihr könnt ja gerne mal hier eine Pause machen, dann könnt ihr lesen, was dort steht. Auf den Kartons von der Seite hier bei unseren Bushaltestellen sehen wir eben gerade diese und haben hier die Hinweistexte, dass wir hier bedruckte Fliesen haben. Ich freue mich ganz besonders drauf. Und von unten sehen wir dann nur die üblichen Strichcodes und noch die Firmierung aus Österreich. Mittlerweile gibt es ja auch eine GmbH in Deutschland, in Karlsruhe, einer schönen Stadt in Baden-Württemberg. Ich baue jetzt hier alle 3 für euch. Wir schauen uns aber natürlich diese Sets einmal genauer an und das machen wir wie immer mit einem kleinen Zaubertrick, liebe Freunde. Ja, Freunde, da haben wir die Sets auf dem Bautisch und ich glaube, ihr könnt es ein bisschen erkennen. Hellblau-blau unser Bus und dann hier die moderne Haltestelle und hier die alte Haltestelle. Was ich euch sagen möchte, ist noch ganz wichtig. Stoneheap hat mir diese Sets zur Verfügung gestellt. Trotzdem heißt es ja nicht, dass diese Meinung hier davon abhängig ist. Ich kenne die Person persönlich. Befreundet wäre vielleicht ein großes Wort, aber in der YouTube-Sprache würde man heute sagen, wir sind befreundet, wir sind Buddies. Ich kenne die, ich freue mich immer wieder, sie zu treffen. Und das wäre das Einzige, wo ich befangen bin, weil ich die Leute menschlich sehr, sehr mag. Alles andere zu den Sets kriegt ihr von mir subjektiv meine Meinung, egal ob ich diese Sets gestellt bekommen habe oder nicht. Wir gucken uns gleich mal hier in der Mitte unseren Bus an. Ich habe es euch gesagt, wir haben hier Aufkleber, ziemlich klein, WSW und der grüne Punkt. Und wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tüten
voller grauer, blauer, schwarzer Steinchen. Ich habe mal gehört, dass die Steine von Woma kommen, bin mir aber da nicht ganz sicher. Eine klammergebundene Anleitung, Hochglanz bedruckt, in Postkartenformat, so DIN A4 und in weiß gehalten. Und dann typisch, wie wir das so kennen, wenn man Anleitungen erstellt mit diversen Programmen, dass der aktuelle Schritt einfach so geklemmt ist. Wir sehen beim Baustep 1 hier, welche Steine wir brauchen im Resteck und sehen dann hier, dass wir eine rote Umrandung haben. Immer das, was wir klemmen, und Pfeile weisen uns den Weg. Also in den Rechtecken sehen wir immer die Steine, die wir brauchen. Wir haben also hier keine Tüten, die nummeriert sind. Wir haben auch, wie wir es kennen, immer ein paar Bausteps mehr. Also jetzt nicht so Lego idiotensicher, sage ich jetzt mal, ohne das Böse zu meinen, sondern schon ein bisschen fordernd. Aber wir haben ja auch gesehen, das Set ist ab 9 Jahren. Und fertig ist unser Bus dann hier mit dem Baustep 79, wenn er bereift wird. Sowie haben wir eine Auflistung der Steine, die uns hier im Karton erwarten. Und sollte was fehlen, gibt es auch eine Erklärung, wo ihr das reklamieren könnt. So viel zum Bus. Hier hinten nochmal das schöne Hellblau vom WSW. Wir sind Wegbereiter, steht hier. Also, das ist unser Bus. Ich schiebe es mal ein bisschen zur Seite, denn wir wollen ja über die Bussen reden. Ich sage immer Busse, weil bei uns im Dorf hat man die Bushaltestelle immer Busse genannt. Da haben wir die historische Haltestelle. Ich muss sagen, schöne Anleitung, Hochglanz gedruckt auf Papier, aber durch das Fachwerk hier hinten sieht man sie gar nicht so gut. Das finde ich ein bisschen unglücklich und ich glaube, hier durch das Studiolicht sieht man es noch weniger. Also das ist ein bisschen random, sieht nicht gut aus, finde ich. Ja, hier haben wir die Anleitung auf schwarz gedruckt, was edel daherkommt, aber bei dunklen Steinen ja immer so eine Sache ist. Hier gleiches Prinzip, in den Rechtecken sehen wir, was wir bauen. Und wir sind dann beim Baustep 24 fertig mit unserer Dorfstraße und wir sehen, wir haben hier Drucke, nämlich dieses typische Haltestellenschild, wie wir es alle kennen, wenn wir zu spät davor standen, wenn der Bus schon weg war, beziehungsweise wir zur Schule mussten oder. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr gerne mit dem öffentlichen Nahverkehr fahrt. Gibt ja viele, die haben heutzutage kein Auto mehr, die fahren nur die Öffis. Hier noch ein bisschen Werbung. Zum Fahrkartenautomat kommen wir auch noch, aber nicht heute. Die moderne Haltestelle wird uns hier angepriesen, neben der Cargo International BR 193 A16 und dem berühmten Kaiserwagen auch aus Wuppertal. Aber ich habe es euch gesagt, die moderne Haltestelle wird uns angepriesen. Die haben wir hier. Wichtig noch, wir haben 3 Tüten da. Und hier bei der modernen Haltestelle haben wir 1, 2, 3, 4 Tüten. Also modern, deswegen auch gleich 4 Tüten. Ihr seht hier die Drucke dieser LCD-Paneele, die wir an modernen Haltestellen kennen. Und auch diese Anleitung ist Hochglanz gedruckt auf Papier, Klammer gebunden. Hier sieht man ein bisschen die Bushaltestelle etwas mehr, aber ich finde doch etwas dunkel. Das könnte ein bisschen freundlicher aussehen, obwohl mir sonst das Kartondesign sehr gut gefällt und auch wirklich im Hochglanz daherkommt. Und was ich ganz lustig finde, das habe ich euch gar nicht gezeigt, hier steht: Psst, kennen Sie schon Stoneheap? Also auf der Webseite, das verlinke ich euch alles unten, das gehört sich nun mal so. Ja, hier die Anleitung, wahrscheinlich das gleiche, auch wieder auf schwarz gedruckt. Baustep 1 bis Baustep 19, dann ist die moderne Bushaltestelle mit dem Stadtbezirk Barmen. Ich habe extra nachgeguckt nochmal für euch. Bitte, ich möchte hier keine Wuppertaler Herzen verletzen. Und auch hier haben wir wieder Drucke, ich habe es euch gesagt und auch hier gezeigt. Ja, und die gleiche Werbung wie auch bei der alten Busse, nur natürlich dann die Bushaltestellen verdreht. Ihr könnt jetzt ja mal raten, mit welchem Set ich jetzt anfange zu klemmen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei den Fakten. Welche könnten das wohl sein? Und mir natürlich beim Klemmen, liebe Freunde. Speedbild-Zeit ist Faktenzeit. Heute tauchen wir in ein Thema ein, das immer mehr an Bedeutung gewinnt: Wasserstofffahrzeuge. Wie könnte die Mobilität der Zukunft aussehen? Könnte Wasserstoff eine wichtige Rolle dabei spielen? Lasst uns das genauer anschauen. Wasserstofffahrzeuge setzen auf die Brennstoffzellentechnologie. Bei dieser Technologie wird Wasserstoffgas in einer Brennstoffzelle mit Sauerstoff aus der Luft kombiniert, um Strom zu erzeugen, der dann den Elektromotor des Fahrzeugs antreibt. Das Besondere dabei ist, dass der einzige Ausstoß bei dieser Reaktion Wasser ist, wirklich null schädliche Emissionen. Ein klarer Vorteil gegenüber herkömmlichen Verbrennungsmotoren, bei denen Abgase und CO2 anfallen. Doch ist die Brennstoffzelle die einzige Antriebsart, wenn es um Wasserstofffahrzeuge geht?
In der Theorie kann Wasserstoff nicht nur in Brennstoffzellen genutzt werden, es gibt auch alternative Antriebstechnologien, bei denen Wasserstoff direkt in einem Verbrennungsmotor verbrannt wird. Diese Technologie steckt aber noch in den Kinderschuhen und wird bislang kaum eingesetzt. Derzeit ist die Brennstoffzelle der Hauptantrieb für Wasserstofffahrzeuge, da sie effizienter und umweltfreundlicher ist als ein Wasserstoffverbrennungsmotor. Was macht Wasserstofffahrzeuge so interessant? Die Tankzeit. Im Gegensatz zu Elektroautos, bei denen das Laden oft Stunden dauern kann, ist der Tankvorgang bei Wasserstoffautos in weniger als 5 Minuten erledigt. Das ist ein großer Vorteil für diejenigen, die keine Zeit verlieren wollen. Zudem haben Wasserstofffahrzeuge eine beeindruckende Reichweite. Der Toyota Mirai schafft bis zu 650 Kilometer mit einer Tankfüllung, was für viele eine deutlich größere Reichweite als die meisten Elektroautos bedeutet. Doch es gibt auch Risiken und Herausforderungen, die nicht unbeachtet bleiben sollten. Die Produktion von Wasserstoff ist derzeit noch sehr energieintensiv. Der Großteil des Wasserstoffs wird immer noch aus Erdgas gewonnen, was bedeutet, dass der Prozess CO2-Emissionen erzeugt. Dies wird jedoch zunehmend durch den Einsatz von grünem Wasserstoff durch erneuerbare Energiequellen wie Wind- oder Solarstrom ersetzt. Trotzdem bleibt der Übergang zu einer grünen Wasserstoffwirtschaft noch eine große Herausforderung. Ein weiteres Risiko ist die Infrastruktur. Während Elektroautos heute schon an fast jeder Ecke geladen werden können, gibt es für Wasserstofffahrzeuge noch eine geringe Zahl an Tankstellen. In Deutschland gibt es derzeit über 100 Wasserstofftankstellen, aber das Netz ist längst nicht flächendeckend. In abgelegeneren Gebieten könnte es für Fahrer von Wasserstofffahrzeugen schwierig werden, eine passende Tankstelle zu finden. Auch die Sicherheit von Wasserstofffahrzeugen wird häufig diskutiert. Wasserstoff ist ein sehr flüchtiges Gas, das bei falscher Handhabung explosiv sein kann, doch die Fahrzeuge sind mit hochentwickelten Sicherheitsmechanismen ausgestattet, die das Risiko minimieren. Der Tank für den Wasserstoff ist in der Regel extrem stabil und bei einem Unfall wird der Wasserstoff sicher abgelassen. Die Technologie hat sich also in den letzten Jahren erheblich weiterentwickelt, dennoch bleibt eine gewisse Vorsicht in Bezug auf die Handhabung des Gases wichtig. Im öffentlichen Nahverkehr sind Wasserstoffbusse in Städten wie Hamburg und Wuppertal bereits Realität. Diese Busse sind ein wichtiger Schritt hin zu einer umweltfreundlicheren Mobilität. In Hamburg zum Beispiel fahren seit 2018 Wasserstoffbusse und die Stadt plant, ihre Flotte in den kommenden Jahren weiter auszubauen. Auch in Berlin und München sind Wasserstoffbusse unterwegs und tragen dazu bei, die Luftqualität zu verbessern. Große Automobilhersteller wie Mercedes-Benz und BMW arbeiten intensiv an Wasserstofffahrzeugen. Mercedes-Benz hat mit seinem GLC F-Cell ein Fahrzeug auf den Markt gebracht, das sowohl mit einer Brennstoffzelle als auch mit einem Elektroantrieb kombiniert wird. BMW zeigt ebenfalls Interesse an der Wasserstofftechnologie und hat bereits Prototypen entwickelt, die die Potenziale dieser Antriebstechnologie demonstrieren. Insgesamt zeigt sich, dass Wasserstofffahrzeuge vielversprechende Möglichkeiten für die Mobilität der Zukunft bieten. Sie sind umweltfreundlich, bieten eine hohe Reichweite und sind schnell betankt. Doch es gibt noch Herausforderungen zu meistern. Von der Produktion von grünem Wasserstoff bis hin zum Ausbau der Tankinfrastruktur. Die Technologie hat jedoch das Potenzial, einen wesentlichen Beitrag zur Reduzierung von CO2-Emissionen und zur Verbesserung der Luftqualität zu leisten. Was denkt ihr? Sind Wasserstofffahrzeuge die Zukunft der Mobilität oder gibt es noch zu viele Hürden? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei der Faktenzeit. Nun viel Spaß beim Klemmbaustein Review. Nach 2 Stunden Bauzeit stehen sie da, unsere 3 Sets von Stoneheap, die historische Bushaltestelle, der Wasserstoffbus der WSW und die moderne Haltestelle vom Stadtteil Barmen in Wuppertal. Ich sehe gerade, ich habe für euch richtig schön den Karton hier schräg hingestellt, auf dem Kopf. So ist nicht richtig. Jetzt passt es. Ja, 3 Sets, die unterschiedlicher nicht sein können. Ich habe mir mal aus meinem Video von Brick Design vom Fachwerkhaus dieses auf den Bautisch gestellt, weil ich finde, das passt sehr gut zur historischen Bushaltestelle und die Lego-Kartons dahinter sind eigentlich nur ein bisschen Kontrast, denn in dem City-Bereich
spielen ja eigentlich diese 3 Sets. Vorab muss ich sagen, das wird jetzt hier für mich kein einfaches Review, denn wir haben hier wirklich Licht und Schatten auf den Bautisch. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, der Schatten steht hier ganz doll in der Mitte und ist hellblau, so halb auf jeden Fall. Und Licht haben wir dann wiederum hier links bei der Busse und auch rechts bei der historischen Bushaltestelle. Ich habe mir mal hier eine kleine Minifigur aus dem Hause Lego, die ich angelehnt habe an einen großen Streamer, nennen wir ihn mal Montana Mac, der hier für mich gleich nochmal ein Testimonial sein soll, denn ich will gleich gucken, ob wir in den Bus auch Minifiguren reinstellen können. Die Bauanleitung vom Bus ist ziemlich okay, so wie wir sie kennen. Ich habe es euch ja vorhin schon gesagt, das passt auch farblich ganz okay. Lediglich die Bautechniken sind so ein bisschen, ja, spooky finde ich, denn hier beim Bus vorne hängt so manches nur an einer Noppe und wir haben halt hier Sticker. Dieser WSW-Aufkleber da oben, hier sehen wir es, den habe ich nicht drauf gemacht. Der würde ja hier oben an der schwarzen Stirn sein. Der ist auch übergeblieben. Da sind die beiden Sticker. Die wollte der Kunde so, das habe ich extra bei WSW ist falsch, bei Stoneheap nachgefragt, dass die WSW diese Sticker dort noch haben wollte. Stoneheap hat wohl darauf hingewiesen, dass das blöd ist, man schlecht drucken kann. Und ja, so sind diese Sticker dann dazugekommen. Übrigens hier die Steine sind die, die über sind und die sind nur beim Bus übergeblieben. Bei den Bushaltestellen hatte ich keine Steine über. Und ja, man erkennt ganz gut an diesem Stein hier, an diesen, ja, ich würde sagen Baurichtungsumkehr, Snot-Converter, Bracket, wie auch immer, dass wir hier Steine von Woma haben. Die gibt es nämlich sonst nur bei Kobi und bei Mega. Deswegen wird das hier Woma sein und es deckt sich auch so ein bisschen vom Baugefühl. Ich habe schon mal ein Woma-Fahrzeug gebaut, das mir freundlicherweise geschenkt wurde, einen russischen Bus, da gab es einen Short zu und da waren die Steine ähnlich und deswegen gehe ich hier ganz stark davon aus und meine Quellen, die nicht von Stoneheap sind, haben mir auch so ein bisschen gezwitschert, dass das wohl Woma-Steine sind. Also die Bauanleitung vom Bus ist noch relativ in Ordnung. Ich habe mein Problem mit den Bauanleitungen bei den Bushaltestellen, da wir hier schwarz haben und das mit blau umrandet. Das sieht zwar cool aus, aber ich finde es ja nicht so schön. Es sieht auch, obwohl es ja modernes Design ist, finde ich aus wie so ausgeschnitten. Das ist es natürlich, aber es hat so was, ja, amateurhaftes will ich nicht sagen, aber wie wenn ich in Kleinserie das machen würde. Ausdrucken auf dem Farblaser und dann zurechtcutten mit der Schere. Aber das ist es nicht. Es hat nur diesen Eindruck. Denn ich mag diese, bei Star Wars von Lego vielleicht finde ich es noch okay, aber hier dieses Dunkle, das gefällt mir nicht ganz gut. Und unter so einer Studiobeleuchtung, dann ist es auch ganz schwer zu bauen, wenn man hier auch verschiedene Brauntöne hat. Ich glaube, das könnt ihr ganz gut erkennen. Ja, hier ist noch der Katalog. Den hatte ich dabei, den schauen wir uns mal irgendwann in einem Stream an. Wir wollen über die Sachen reden. Und dann fangen wir gleich mit dem Bus an und ich halte ihn euch mal in die Kamera. Und ich glaube, man erkennt so ein bisschen, dass wir hier schmutzige Steine erstmal haben. Hier, da haben wir so einen schwarzen Möck. Wir haben Kratzer ganz viele und lustigerweise auch in den Scheiben. Und das, obwohl die ja teilweise eingeschweißt waren, beziehungsweise das war bei der Bushaltestelle hier vorne, Entschuldigung, will ich jetzt gleich durcheinander bringen. Trotzdem haben wir hier Kratzer an den Türen. Und das größte Manko, was ich hier habe, ist so ein bisschen natürlich klar hier. Farbtechnisch haben wir hier nicht überall die gleiche hellblaue Farbe. Das größte Manko ist für mich, dass der Bus nicht richtig fährt. Wir haben nämlich hier sehr labbrige Achsen, also Pins meine ich vielmehr, diese hier, auf sehr, ja, nicht gut, keine Vollgummireifen und auch zu, man könnte fast sagen, auf diesen Reifen ist zu wenig Luft. So, und die hängen hier so ein bisschen durch. Ihr seht es vielleicht, man kann das so drücken und das liegt, glaube ich, an diesen Pins, an diesen ja, auf Kreuzachse-Pins, dass, wenn wir den Bus auf diese stellen, so ein bisschen die Räder schleifen und wir den Bus sehr schlecht drehen können. Also ihr seht es auch, es blockiert ein bisschen, also der dreht nicht ganz gut. Wenn ich es so hochhebe, auch aufpassen übrigens hier beim Dach, wenn ich es hochhebe und so rollen lasse, dann ja, muss ich auch so ein bisschen frei wackeln, dass die Räder überhaupt frei rollen. Das tun sie nicht. Also die Pins sind irgendwie zu weich vielleicht, sie hängen durch
es ist damit schon ad absurdum geführt, dass dieser Bus sich einfach nicht sauber rollen lässt. Das finde ich krass. Und was ich auch krass finde, ist, dass wir halt hier so aufpassen müssen, wo wir anfassen. Das ist vielleicht sogar eine ganz gute Bautechnik eigentlich, dass wir nämlich reingucken können. Mal abgesehen davon, dass ich kein Fan der Woma-Steine bin, weil ich finde, die fühlen sich immer ein bisschen weich an. Also wir haben hier innen drin ein Innenleben, aber sobald ich das Dach abnehme, wird es labberig, denn wir haben natürlich hier auch Snot-Technik und haben hier die Front, die an 2 Noppen hängt. Hier unten, jetzt rede ich Front, das ist das Heck, bei der Front ist aber ganz genauso. Da haben wir nämlich auch so, dass wir hier zum Beispiel da Spaltmaße haben, weil wir hier oben keine Noppe haben. Das finde ich ein bisschen schade. Und auch hier das gleiche hier vorne. Also wer Fan der WSW ist, wer aus Wuppertal kommt, der baut das Ding, stellt es in Regal. Beim Regal ist es weiter weg, dann sieht es cool aus. Wenn man näher ranguckt, sieht man hier überall Schlieren und Kratzer und milchig. Gut, liegt an diesem Trans Black Glas, aber ja, der Bus ist für mich eine Katastrophe. Das würde ich keinem Kind schenken, weil das ist, glaube ich, ein bisschen traurig, weil es dann nicht damit fahren kann. Was aber geht wohl, ist eine Minifigur reinsetzen. So mein spontaner Mac. Den packen wir mal sein Energy-Getränk, nennen wir es mal Clemmergy, hier auf die Seite. Er kann sich hinsetzen und somit haben wir wenigstens, und das finde ich ganz cool, hier einen Bus, der vollgepackt werden kann mit Minifiguren. Das finde ich richtig geil. Und wir haben ja auch ein paar Sitze, also wir können eine ganze Horde von Minifiguren, also eine ganze Schulklasse könnte man da wirklich reinpacken und verschwinden lassen. Auch hier können wir das Dach vorne noch abnehmen, da muss ich nur aufpassen, dass nicht alles auseinanderfällt. So, und dann haben wir hier einen Fahrerbereich. Mit dem Fahrer wird es natürlich schwierig, weil der kriegt die Beine nicht unter das Lenkrad. Aber man kriegt sonst überall Figuren hin und man kann ja das Lenkrad vielleicht abbauen oder wie auch immer oder in die Hand klemmen. Dann könnte man das fake-mäßig so hinkriegen, dass man hier wirklich alles bemannt in diesen Bus. Eigentlich bin ich ja, und mein Logo sagt es ja aus, ein bisschen Fan dieser Farbe hellblau, aber ja, bei diesem Bus macht es keinen Spaß. Den würde ich mir klemmen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wie WSW hier die Qualitätsprüfung macht. Für mich war es jetzt ein cooler Aufhänger für ein Video, was die Fakten angeht, aber dass das durch die Qualitätssicherung geht bei den Wuppertaler Verkehrsbetrieben, das finde ich echt krass, weil er lässt sich nicht fahren. Wir haben schmutzige Steine, wir haben verschiedene Steine auch noch in der Farbe her, obwohl es ja hier eigentlich ein Hersteller ist. Und wir haben ja Bautechniken, die so ein bisschen gewagt sind auf jeden Fall, weil das suggeriert ja vielleicht, dass der Bus bei der WSW auch so ist. Und man muss auch immer ein bisschen aufpassen, wo man anfasst, dass man hier die Scheiben nicht reindrückt. Ihr kennt das bei dieser Art von Steinen. Da sehen wir auch wieder so einen hellen Stein. Also das ist ein bisschen echt schade. Was aber dann wiederum cool ist, sind die Bautechniken auf jeden Fall bei beiden Bushaltestellen. Hier bauen wir nämlich ja, ein bisschen verboten, weil wir klemmen bei der historischen Bushaltestelle hier oben so halb und legen es dann hier hinten so halb auf, dass wir halt also wirklich hier eine Schräge bekommen. Man muss ein bisschen aufpassen, wie man es ausrichtet, weil sonst sieht es ein bisschen aus wie Dachpappe. Aber was der Hammer ist, sind die Drucke. Also meine Kamera kriegt es, glaube ich, einigermaßen gut hin. Schaut mal, wie kleinteilig hier gedruckt wurde. Das ist richtig gut. Und auch die Dorfstraße, das ist super. Also hervorragend. Und auch dieses alte oder das typische Bushaltestellen-Schild. Sonst, ja, nichts Wildes. Wie gesagt, die Woma-Steine. Man baut hier das Fachwerk, das finde ich ganz cool. Hier deuten wir so ein bisschen so einen Balken an mit einem Hinge. Für die Laterne ganz lustig. Aber auch hier haben wir überall so ein bisschen, ja, Farbschattierungen. Heißt also, diese größeren Fliesen sind heller als die anderen. Und ja, in der Anleitung habe ich es euch gesagt, war es schwer zu erkennen, ob dunkelbraun oder hellbraun. Sonst finde ich es eigentlich ganz witzig und ist ein cooler Gag und passt ganz gut, wie gesagt, hier, wenn man es mal so dahin stellt, zu meinem Fachwerkhaus von Brick Design. Schauen wir aber uns jetzt die, ja, aktuelle bzw. moderne Haltestelle an. Die hat auch richtig geile Drucke, das muss ich sagen. Hier sieht man es, Klausenhof, Sternenberg. Wer in Wuppertal wohnt, wer im Stadtteil Barmen, die ja auch meine eigene Stadt war, meine ich, wohnt, kann ja gerne mal sagen, ob das passt. Das finde ich ganz cool. Aber jetzt kommt es, das, was ich eben gerade verwechselt hatte. Diese ganzen Scheiben hier, die waren einzeln eingeschweißt und haben trotzdem, ja, Macken hier. Macken und Kratzer. Das finde ich echt schade.
Sonst haben wir eine sehr interessante Bautechnik, nämlich, dass wir diese Scheiben, diese Fenster-Türscheiben in diese Nupsis, wo wir sonst Schalthebel drin haben oder Antennen, wir kennen das vielleicht vom Marktführer Lego, in den 80ern, 90ern waren das oft die Antennen oder Scheibenwischer oder die Gangschaltung in Autos. Hier oder bei Space zum Beispiel, hier wurden dann oben wie unten dann die Scheiben reingeklemmt. Finde ich ziemlich witzig, ziemlich lustige Idee. Und somit haben wir wirklich so das moderne Design. Wir haben auch hier Aschenbecher, finde ich auch cool, also, oder Mülleimer vielmehr. Und natürlich nochmal, es stechen die Drucke heraus und ein bisschen auch die Steine, dass wir hier auch wieder so ein Konverter haben, beziehungsweise Baurichus-Umkehr, dass wir halt in dieser 2x2-Plate nach oben gehen können und dann halt diese Stele bauen können. Und wir haben hier unten auch die Beleuchtung. Das ist echt clever gemacht. Eine sehr coole Idee, das umzusetzen, auch mit diesen Zäunen hier auf diese Schildhalter, auf die C-Clamps gebaut. Das ist richtig pfiffig. Und ja, die Steine hier sind halt Wurmer-Steine, das ist Durchschnitt. Ich würde sagen 3, nicht mein Favorit, wie gesagt, aber die Bautechnik finde ich pfiffig. Es hat nur ewig gedauert, bis das gepasst hat. Man muss wirklich aufpassen, wenn man das Dach aufeinander setzt, dass hier alles gerade ist, denn sonst ja bricht es auseinander. Ähnlich ein bisschen wie beim Kartenhaus, wenn man die Karten zusammensetzt in der Pyramide. So war das hier auch. Favorit auf jeden Fall in all diesen 3 Sets, das kann ich euch jetzt schon einmal sagen, sind die Drucke. Der Bus ist für mich eine Katastrophe. Ich baue alles wieder auseinander und zuerst guckt ihr euch aber bitte alle 3 Sets noch einmal genau an bei den Detailbildern. Wie versprochen bekommt ihr Detailbilder, diesmal sogar in Kombination zwischen Bewegtbild 360 Grad und Bildern, damit ihr selber nochmal euch die Details genauer anschauen könnt. Und von mir gibt es nochmal ein paar Fakten on top, nämlich in Deutschland gibt es ca. 217.000 Bushaltestellen und Bahnhöfe. Damit können unabhängig von den angebotenen Abfahrten ca. 97% der Bevölkerung erreicht werden bei einem maximalen Entfernungsradius von 1,2 Kilometern. Und ein Fakt zum Thema Busse noch generell. Zum 1. Januar 2025 waren in Deutschland ca. 85.600 Kraftomnibusse zugelassen, was einen Anstieg um 2% zum Vorjahr bedeutet. Das sind doch mal 2 interessante Fakten, die ich so auch nicht wusste. Und danke, dass ich mal wieder sie raussuchen durfte zu so einem spannenden Thema, nämlich Bushaltestellen und Busse im Rahmen dieses Reviews, liebe Freunde. Ja, Freunde, da ist das Video schneller zu Ende, als dass man sich ärgert, weil man den Bus verpasst hat. Und ich finde, diesen Bus kann man getrost verpassen, beziehungsweise kann man ihn fast gar nicht verpassen, weil er gar nicht fährt. Die beiden Bushaltestellen von Stoneheap überzeugen dann auf jeden Fall bei den Drucken. Die Steine sind durchschnittlich, nicht mein Fall. Die Bautechniken hier bei den beiden Bushaltestellen, bei der historischen Bushaltestelle und bei der modernen, sind auf jeden Fall interessant. Also im Ganzen muss ich sagen, 3 Sets, die eigentlich nichts für mich sind. Eher noch die Busse, weil die ganz gut hier zum Beispiel zu diesem Fachwerkhaus von Brick Design passt. Das Video dazu findet ihr hier oben auf dem i. Ich habe es euch mal verlinkt. Eines meiner schönsten Mocks. Das passt ganz gut fachwerklich halt. Und dann kann ich mir da ein bisschen was vorstellen. Sonst eher diese Sets, was Stoneheap angeht, sprechen mich nicht an. Aber ich werde nicht müde, hier dann noch weitere Sets von euch zu testen, denn wir sind ja hier auf einem Review-Kanal. Schreibt mir eure Meinung gerne mal zu den Sets unten in die Kommentare. Haben euch die Fakten zum öffentlichen Personennahverkehr gefallen? Dann lasst mich auch gerne wissen. Und wenn ihr da Ergänzungen habt, auch gerne in die Kommentare schreiben. Und ich würde euch jetzt, weil so ein Bus hier auch nur ein großes Auto ist, eigentlich gute Fahrt wünschen, aber er fährt ja nicht. Deswegen sage ich, gutes Rumstehen, auf Wiederbauen, euer Freund der Blockster.